Papa, was ist hier los? Die nehmen Mamas Bild mit. Und warum lässt du die Möbel wegbringen? Wir haben einen kleinen Liquiditätsengpass, aber du musst dir... Otto, jetzt reicht's! Sag dem Kind endlich die Wahrheit. Wir sind bankrott, Schluss, aus, vorbei. Gut, Ahlen gibt es nicht mehr. Soll ich nicht doch einen Arzt holen? Mir geht's gut, es ist doch nur der Fuß. Immerhin 8.000. Für den Kredit zurückzuzahlen reicht es. Danach... Danke für deine Hilfe. Wenn du mich wieder brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Warum hast du mir nicht gesagt, dass es so schlimm ist? Ich bin doch kein Kind mehr. Ich habe es ja versucht, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Es tut mir so leid. Geh und sag allen Angestellten, sie sollen hier in die Halle kommen. Ich habe nie gedacht, dass es einmal so weit kommen könnte. Aber ihr habt sicher vom Untergang der Rose Eliza gehört und damit der gesamte Wein an Bord. Dadurch sind wir in große finanzielle Schwierigkeiten geraten. Es tut mir leid. Ich kann euch nicht länger beschäftigen. Das, was ich euch jetzt gebe, ist das letzte Gehalt, das ich euch zahlen kann. Und natürlich bekommen alle die besten Empfehlungsschreiben. Sophie, mach es nicht schlimmer, wie es ist. Fangen wir mit Theo an. Theo, ich danke dir für deine Treue. Gnädiger Herr, ich habe Ihnen zu danken für die beste Stelle, die ich bekommen konnte. Gudrun, vielen Dank für die vielen Jahre und das stets gute Essen, das du gekocht hast. Ich schließe mich Theo an. Ich habe zu danken. Magda, würdest du für mich übernehmen? Ich mach das, Papa. Rika. Entschuldigung. Darf ich Sie kurz sprechen? Na, Max, hast du schon eine Stelle gefunden? Ich möchte hier bleiben. Ich weiß, aber ich kann dich nicht mehr bezahlen. Ich bleibe auch ohne Lohn. Auch wenn ich noch nicht lange hier bin. Ich fühle mich schon sehr zu Hause. Und vielleicht kann ich Ihnen helfen. Wie soll das gehen, Max? Wenn ich mir doch selbst kaum helfen kann. Lassen Sie mich in Ihren Ländereien jagen. Ich habe mit den Leuten in der Stadt gesprochen. Und es gibt etliche, die das Wildbrett kaufen wollen. Ja, und was wir nicht loswerden, das ist für das Gut. Nun, wenn du die Idee verfolgen willst und
Natürlich kannst du hier bleiben. Danke. Aber ich fürchte nur, dass uns nur ein Wunder helfen kann. Was soll denn aus uns werden? Ihr seid doch meine Familie. Ach, Lina, du kannst doch jederzeit bei Heinrich im Wirtshaus anfangen. Ich will aber nicht weg. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ausziehen müsst. Auch wenn Papa kein Gehalt mehr zahlen kann. Ihr könnt trotzdem hier wohnen bleiben. Ich werde Benedikt nie heiraten können. Rike, nicht weinen. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Hm? Ich werde für euch da sein. Ich lasse euch nicht im Stich. Wie ist denn die Stimmung in der Küche, Theo? Die Frauen weinen. Aber das ist nur der erste Schreck. Natürlich finden bald alle eine neue Stellung. Du willst ausgehen? Eine Verstauchung ist doch kein Grund, eine Verabredung abzusagen. Außerdem habe ich ein paar Besorgungen zu machen. Etwas Ruhe wäre für deinen Fuß aber besser. Ich habe nicht vor, mich selbst zu bemitleiden. Nimmst du mich mit in die Stadt? Wenn du unbedingt willst, aber ich muss zur Bank den Überbrückungskredit zurückzahlen. Gott sei Dank reicht das Geld dazu. Stellt euch vor, was eben im Club. Wie sieht es denn hier aus? Wir mussten ein bisschen aufräumen, Jörg. Naja, dann habt ihr ja wenigstens Platz für den nächsten Ball. Hast du schon mit meinem Vater geredet? Ja, ich darf bleiben. Na schön, Max. Was hält er von deinen Plänen? Er war einverstanden. Aber er glaubt nicht dran. So habe ich deinen Vater noch nie erlebt. Er gibt sich zwar Mühe, sich nichts anmerken zu lassen, aber... Wir müssen ihm Mut machen. Vielleicht können wir mit dem Wildverkauf nicht das ganze Gut unterhalten. Aber wir haben wenigstens genug zu essen. Und vielleicht fällt uns ja noch etwas ein, wie wir noch mehr Geld machen können. Ich verkaufe meinen Schmuck. Das reicht bestimmt für Monate. Das würdest du tun. Es ist verrückt. Uns ging es noch nie so schlecht, aber wenn du da bist, dann habe ich das Gefühl, alles kommt wieder in Ordnung. Die Gräfin möchte Sie sprechen. Sophie? Nein, die Alte. Ich denke, die ist die Treppe runtergefallen. Ach, deswegen humpelt die. Na schön. Sie soll reinhumpeln. Gräfin Ahlen. Welch zauberhafte Überraschung. Ach, ich möchte nicht stören. Ich bitte Sie, wie könnten Sie stören? Nehmen Sie doch Platz. Was verschafft mir die Freude Ihres Besuches? Ich möchte ganz offen sein. Sie haben meinem Bruder Geld angeboten und er hat es abgelehnt. Ich wüsste gerne, warum. Nun, ich fürchte, Ihr Bruder nimmt mir den Verlust seines Weines persönlich übel. Das kann man ihm nicht verdenken. Immerhin habe ich ihm zu dem Geschäft geraten. Aber Sie können doch nichts dafür, wenn das Schiff in einen Sturm gerät. Naja, in so einer derartigen Situation, da darf man auch mal ungerecht sein. Aber die Vorstellung, dass Sophie nun unter diesem Unglück leiden soll, das bedrückt mich schon sehr. Das ist nett, dass Sie sich Gedanken um Sophie machen. Sie ist ein so guter Mensch. Sie ist so hilfsbereit. Und wenn sie dann mal Hilfe braucht, dann ist niemand da. Ich würde ja gern, aber Ihr Bruder... Wollen Sie eine Schlittenfahrt mit uns machen? Eine kleine Ablenkung würde Sophie schon sehr gut tun. Eine Schlittenfahrt, gern. Die Höhenstraße ist in dieser Jahreszeit ganz zauberhaft. Und auf Schloss Parfall können wir dann einen kleinen Glühwein trinken. Aber wäre es momentan nicht unvernünftig? Wie ich sehe, haben Sie sich am Fuß verletzt. Ach, das geht schon. Ehrlich gesagt, mir wäre es lieber, wenn wir unseren kleinen Ausflug verschieben könnten, bis Sie wieder gesund sind. Aber zu einem Essen bei Ihnen sage ich natürlich nicht nein. Es macht dir wirklich nichts aus, den ganzen Schmuck herzugeben. Man kann hier nicht essen und den Kamin heizt er auch nicht. Die kannst du darüber legen. Die gehörte meiner Mutter. Dann darfst du sie nicht verkaufen.
Aber die brauche ich nicht mehr. Sophie? Ist das Collier von Herrn Hartenstein? Machst du Ordnung in deinem Schmuckkästchen? So was Ähnliches. Er ist doch sehr nett, oder? Wer? Na, Herr Hartenstein. Ich kenne ihn doch kaum. Aber dass er eine Schule in seiner Fabrik baut, macht nicht jeder. Er kommt zum Essen. Zieh bitte ein hübsches Kleid an. Macht Papa wieder Geschäfte mit ihm? Ich hoffe es sehr. Obwohl dein Vater im Moment nicht gut auf ihn zu sprechen ist. Und das Essen soll was daran ändern? Ja. Herr Hartenstein würde sich sicher freuen, wenn du das Collier trägst. Ich weiß nicht. Da denkt ihr doch nur, dass ich ihm gefallen will. Die Zukunft unseres Guts hängt von diesem Essen ab. Und wenn du dabei behilflich sein möchtest? Na gut, dir zuliebe. Das hört sich doch nicht schlecht an. Ich wusste, dass wir das wieder hinkriegen. Ich weiß, es kommt ein bisschen plötzlich. Und in unserer Situation für euch sicher etwas unverständlich, aber wir haben einen Gast zum Essen. Was? Aber wir haben doch gar nicht eingekauft, gnädige Frau. Es ist sicher nicht leicht, aber ich muss euch trotzdem bitten, euch Mühe zu geben. Es hängt sehr viel davon ab. Ja, dürfen wir denn fragen, wen wir erwarten, gnädige Frau? Herr Hartenstein, vielleicht gewährt er uns ein Darlehen, womit wir bis zur nächsten Ernte durchhalten können. Nimm alles aus der Speisekammer, was du brauchen kannst. Ja, wollen Sie denn nicht mitgehen? Ich habe vollstes Vertrauen. Ja, dann werde ich eine Gemüsesuppe machen. Mit Sahne, davon haben wir noch welche da. Und von den Kartoffeln mache ich ein Bauernfrühstück, oder? Vielleicht kann ich ein paar Fische angeln. Oh, ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Wir haben uns etwas überlegt. Aus den Bohlen im Keller könnte ich einen Tisch zimmern. Und Stühle holen wir von oben. Ach, ich danke euch. Du lädst Hartenstein zum Essen ein? Hierher ausgerechnet jetzt? Gerade jetzt. Er ist der Letzte, der uns helfen kann. Was sagt Otto denn dazu? Du musst mir helfen, Jörg. Du musst Otto umstimmen. Es wird schwierig. Es fällt mir doch auch nicht leicht, aber wenn es um die nackte Existenz geht, kann man sich Gefühle einfach nicht mehr leisten. Hartenstein ist zwar ein Angeber, aber wenn er euch unbedingt Geld leihen will... Hilfst mir also? Mit dem größten Vergnügen. Als orientierungsloser Berufsadliger bin ich doch froh über jede Art von Unterhaltung. Außerdem gefällt mir deine kleine Maskerade. Theo? Ja, was zum Teufel? Was machst du denn da? Wir dachten, Sie müssen doch irgendwo sitzen. Wir? Ihr beschämt mich. Eigentlich wollten wir Ihnen eine Freude machen. Die Stühle sind von oben, da werden sie ja kaum gebraucht. Donnerwetter. Du erstaunst mich jedes Mal aufs Neue. Wo hast du denn das gelernt? Ach, ich war immer der Mann im Haus. Und wenn Sie Besuch zum Essen kriegen, brauchen Sie auch einen Tisch. Wir kriegen Besuch? Ihre Schwester hat uns angewiesen, alles dafür vorzubereiten. Meine... Magda? Hartenstein? Wie kannst du nur? Sieh dich doch um, Otto, und nenn mir einen Grund, sein Darlehen nicht anzunehmen. Er hat um Sophies Hand angehalten. Aber wann denn? Als er mir das Darlehen angeboten hat. Er gibt uns das Geld also nur, wenn Sophie ihn heiratet. Otto. Er hat es nicht so gesagt, aber ganz sicher so gemeint. Ich verstehe dich nicht. Nur weil Hartenstein sagt, dass Sophie ihm gefällt, hast du seine Hilfe abgelehnt. Es liegt doch auf der Hand, dass er Sophie kaufen will.
Du bist wie alle Väter, die ihre Tochter nicht hergeben wollen. Hartenstein nimmt dir doch Sophie nicht weg. Er findet sie bezaubernd wie alle anderen Männer auch. Das glaubst du doch nicht wirklich, Magda. Doch. Kaufen kann man nur, was auch käuflich ist. Und Sophie ist nicht käuflich. Gib Hartenstein doch eine Chance. Damit kannst du doch nur gewinnen. Und du verlierst doch nichts. Oh, ich wollte nicht stören. Ach, ich unterhalte mich ständig mit dem Herrn. Da ist ihm eine kleine Unterbrechung sicher ganz willkommen. Ich wollte Sie um Ihre Unterstützung bitten, Pater. Sie wissen sicher, wie es um Gut Ahlen steht? Ja, es tut mir sehr leid. Gibt es denn eine Hoffnung? Hartenstein hat uns seine Hilfe angeboten, aber Otto kann einfach nicht über seinen Schatten springen. Er verabscheut diesen Mann geradezu. Ja, und was kann ich da tun? Ich habe Hartenstein zum Essen eingeladen und Otto verweigert sich. Allerdings, wenn Sie am Tisch sitzen würden. Dann begräbt er seine Vorurteile. Also ehrlich gesagt, das scheint mir etwas zu einfach. Ich will doch nur, dass Otto seinen Hass ablegt. Hartenstein ist doch kein schlechter Mensch, nur weil er einfacher Herkunft ist. Nein, nein, das sicher nicht. Er baut eine Schule, um die Kinder in seiner Fabrik zu unterrichten. Und er bietet uns vollkommen uneigennützig seine Hilfe an. Er ist der Letzte, der an uns glaubt. Und Sophie mag ihn. Sie denken an eine Ehe zwischen den beiden? Aber nein. Außer Sophie würde sich in ihn verlieben. Da wäre ich ohnehin machtlos. Sie würden einer Ehe zustimmen, auch wenn der Mann nicht adelig ist? Es gibt Situationen, wo man so etwas in Kauf nehmen muss. Ich bin froh, dass Ihnen Sophies Wünsche wichtig sind. Und ich komme gerne zu dem Essen. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Mann auch noch freundlich empfangen soll. Weil er der Letzte ist, der uns eine Chance gibt. Herzlich willkommen. Danke nochmals, Gräfin, für die Einladung. Lassen Sie uns gleich zu Tisch gehen, damit die anderen Gäste nicht zu lange warten müssen. Graf? Oh, ich sehe, Sie haben umdekoriert. Ein wenig. Sehr geschmackvoll. Der Raum kommt dadurch viel besser zur Geltung, wirkt viel größer. Bitte. Ehrlich gesagt habe ich einen Bärenhunger. Pater Johannes leistet uns freundlicherweise Gesellschaft. Pater? Herr Hartenstein. Und Jörg von Kettler kennen Sie ja bereits. Na klar. Darf ich alle zu Tisch bitten? Danke. Wissen Sie schon mehr darüber, wie dieses tragische Unglück auf See passiert ist? Da kamen wohl zwei Dinge zusammen. Zum einen ein defekter Heizkessel und dann dieser ungewöhnlich heftige Sturm. Haben Sie nicht mal behauptet, dass moderne Ozeanschiffe nicht mehr sinken? Sara Mori Kara Ochiru, ein japanisches Sprichwort. Auch der Affe fällt vom Baum. Sophie, schön, dass Sie mit uns essen. Entschuldigen Sie, dass ich so spät komme. Ich bitte Sie, auf so einen Anblick, da wartet man doch gern. Was macht das Schulprojekt, Herr Hartenstein? Ich meine, gibt es schon Fortschritte? Womöglich schläft es gerade. Oh, keineswegs. Sie können gerne mal vorbeikommen zum Probelernen. Da hast du uns wirklich schöne Fische gebracht, Max. Na, ist die wieder warm? Geht schon. Soll ich dir einen Tee machen? Jetzt hört aber auf. Seit es Geld knapp ist, sind wir ja nur noch nett zueinander. Genau, deshalb wollen wir auch, dass es uns nie wieder besser geht. Ehrlich gesagt war ich noch nie so glücklich. Was gibt's denn da zu flüstern? Wir überlegen, was ich morgen fangen soll. Die Platte ist einfach zu groß. So kann ich das unmöglich hochbringen lassen. Tu meinen dazu. Dann ist die Platte kleiner. Was willst du denn dann essen? Kartoffeln.
Anfangs wollte ich die Kinder alle in einem Raum unterrichten lassen, aber dann habe ich doch 2 Klassenzimmer eingerichtet. Die kleineren, die lernen doch etwas langsamer. Es ist gut, dass Sie sich um die Kinder kümmern. Ja, sie arbeiten bei mir, da habe ich doch eine Verantwortung. Respekt. Diese Einstellung hat nicht jeder. Oh. Schon so spät? Haben Sie es eilig? Das ist dieselbe Melodie wie in meiner Spieluhr. Tatsächlich? Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich wollte kein Kammerkonzert veranstalten. Da, wo die Ruine steht, war früher ein Glockenspiel und da spielte dieselbe Melodie. Und was stand da vorher? Ein altes Schloss. Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen die alten Mauern. Gerne, mit dem größten Vergnügen. Das erste Schloss wurde im 30-jährigen Krieg zerstört. Ich weiß gar nicht, wie es mal aussah. Gab es denn mehrere Schlösser? 2. Aber ich will Sie nicht langweilen mit unserer Familiengeschichte. Das sind doch unglaublich interessante Geschichten. Erzählen Sie weiter. Es gefällt mir nicht, dass Hartenstein so viel schöne Augen macht. Vielleicht mag sie ihn ja. Auf jeden Fall scheint sie erkannt zu haben, wie wichtig er für uns ist. Mein Urgroßvater August hat das Schloss dann wieder ganz neu aufgebaut. Leider blieb auch davon nicht viel übrig. Das ist alles, was noch steht. Ist dort das berühmte Glockenspiel begraben? Es wurde nie gefunden. Wahrscheinlich ist es auch besser so. Warum? Der Graf hat es seiner Frau geschenkt, Katharina. Und als sie mit 25 Jahren an Typhus gestorben ist, war er so traurig, dass er nie wieder wollte, dass die Melodie gespielt wird. Er hat das Glockenspiel umbauen lassen. Seitdem spielt es einen Trauermarsch. Sie erzählen so lebendig. Es ist, als würde ich es direkt vor mir sehen. Siehst du diesen Blick? Ich gehe da jetzt raus. Na, Otto, die unterhalten sich nur. Und es gibt wirklich noch eine Reliquie aus dem Mittelfingerknochen des heiligen Josefs in der Kapelle? Aber ja, der 3. Graf Ahn hat sie von seinem ersten Kreuzzug mitgebracht. Die würde ich ja gern mal sehen. Nun, der gute Josephus war ein sehr weltoffener Mann. Ich glaube nicht, dass er etwas dagegen hätte. Es ist so traurig. Dass das Schloss nur noch eine Ruine ist? Nein. Was dann? Sie werden es vielleicht nicht verstehen, aber ich liebe dieses Haus über alles. Und warum macht Sie das traurig? Ich habe Angst, dass wir gut allen verlieren werden. Es ist das einzige Zuhause, was ich kenne. Sophie, ich verspreche Ihnen, dass das nicht passiert. Das werde ich niemals zulassen. Sie wollen sich so für uns einsetzen? Ich will nicht, dass Sie Ihr Zuhause verlieren. Warum willst du das Angebot von Herrn Hartenstein ablehnen? Ich habe meine Gründe. Und dein Vater wollte dir nicht sagen, warum er das Angebot von Hartenstein ausgeschlagen hat? Nein. Hat er irgendwelche Bedingungen gestellt? Oder will er eine Gegenleistung? Bitte. Wie kommst du denn an so viel Geld? Ich habe meinen Schmuck verkauft. Was hast du? Dass es so weit gekommen ist, ist alles deine Schuld.